Un castello con intorno un parco di oltre 80 ettari. Il centro storico Due Passi. Da oltre 700 anni, il castello di Bückeburg è uno specchio vivente del tempo. Il nucleo del castello è la torre abitativa e difensiva risalente al 1304. Serviva a proteggere un'importante via commerciale che andava dal Baltico al Reno. Nel XVI secolo la fortezza medievale si trasformò in una splendida residenza rinascimentale. Successivamente, dopo l'incendio del 1732, le facciate e gli interni furono ristrutturati in stile barocco. Ciao, oggi siamo al castello di Bückeburg e Graziella ci racconterà un po' di tutta questa bellissima storia. Ja, die Geschichte reicht natürlich schon ganz weit in die Geschichte zurück hier in Bückeburg. Angefangen hat hier alles vor gut 700 Jahren schon. Also natürlich nicht mit diesem Festsaal, den wir hier gerade vor uns sehen. Also die Anfänge liegen schon bereits im Mittelalter. Und warum wurde dieser wunderschöne Saal gebaut? Oh, das war natürlich die Kaiserzeit, das ausgehende 19. Jahrhundert. Und Ende des 19. Jahrhunderts hat man sich dann nochmal entschlossen, ja, große Umbaumaßnahmen vorzunehmen. Also im Vergleich zum Rest des Schlosses ist das hier tatsächlich ein Neubau, muss man ganz ehrlich so sagen. Hier wurde von Anfang an elektrisches Licht installiert in den Kronleuchtern. Da hat noch nie eine Kerze drin gebrannt. Sehr modern. Sehr modern hier bei uns. Und auch die Kamine, schau mal, wir haben hier 4 Kamine in den Ecken, auch hinter uns. Da hat noch nie ein Feuer drin gebrannt. Die sind Teil der riesengroßen Warmluftheizung, die hier schon von Anfang an installiert wurde. War mal sehr stolz drauf. Und die Farbe? Die Farbe rot-checkend. Ja, also man denkt, wow, was für ein wunderschöner Marmor. Aus welchem Steinbruch kommt denn dieser rosafarbene Marmor? Ja, aus keinem Steinbruch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Stuckmarmor, den man hier verbaut hat. Sicherlich nicht, um Geld zu sparen. Du musst dir vorstellen, so ein Marmor, dieser Stuckmarmor, das bedarf 50 Arbeitsschritte, dass der überhaupt so aussieht, wie er aussieht. Warum machte man das? Erstens, weil man natürlich diese wunderschöne Farbe haben wollte. Und natürlich hätte massiver Marmor hier oben, das hätte die Statik gar nicht mitgemacht. Das wäre viel zu schwer gewesen. Und schau mal, wie viel hier überall davon verbaut ist. Ich beobachte diese Deckengemälde und es ist sehr interessant. Sie gucken mich immer an. Ja, ist dir schon aufgefallen? Das ist das Deckengemälde, natürlich ganz wichtig hier in unserem Festsaal. Und unser Deckengemälde beinhaltet natürlich oder tatsächlich sowas wie eine optische Täuschung. Und soll ich dir das mal versuchen zu erklären? Ja, bitte. Pass mal auf. Siehst du direkt in der Mitte die 4 weißen Pferde des Sonnengottes Helios? Die 4 weißen Rösser. Und wenn du die mal genau anschaust, die kommen auf dich zu, direkt mit ihren Hufen. Und die blicken dich auch an, die gucken dir in die Augen. Stimmt. Siehst du das? Ja. Und gleich links neben den Pferden haben wir so ein dreieckiges Zelt. Kleines Zelt, da sitzt eine Dame drin. Ja. Kannst du das sehen, links daneben? Ja. Wir können direkt in dieses Zelt reinblicken. Ja, kannst du gut sehen. Ja. Und jetzt nehme ich dich mal mit auf die andere Seite des Saales und dann fällt dir diese optische Täuschung vielleicht ein bisschen besser auf. Komm mal mit. Such dir mal die weißen Pferde wieder. Ja. Und da siehst du, Nanu, die gucken mich ja schon wieder an. Was denn da passiert? Haben die sich einmal gedreht? Die kommen schon wieder auf dich zu mit ihren Hufen. Und jetzt das Zelt, das Dreieckszelt mit der Dame. Sie gucken ein bisschen an. Siehst du das? Die Öffnung des Zeltes war doch gerade noch auf der anderen Seite. Was ist denn da passiert, Nanu? Das hat sich alles komplett einmal gedreht. Es ist völlig egal, welches Motiv du dir raussuchst. Und es ist auch völlig egal, in welcher Ecke des Saales du dich befindest. Jedes Motiv wird sich immer in deine Richtung drehen. Diese besondere Technik der Malerei nennt man Kontrapostmalerei. Und der Künstler Ferdinand Wagner, so hieß er übrigens, der hatte diese Technik besonders gut drauf und hat sie hier angebracht auf unserem Deckengemälde. Und nicht, dass du denkst, dass Ferdinand Wagner, der Künstler, jetzt monatelang unter der Decke gehangen hat, auf einem Gerüst und hat sich den Rücken kaputt gemacht. Nein, er hat auf 6 riesengroßen Leinwänden in seinem Atelier gemalt. Und als er fertig war, wurden diese 6 Leinwände unter die Decke gespannt. Hier oben auf dem Balkon, da hatte ein 50 Mann starkes Orchester Platz und da wurde hier richtig gefeiert, ne? Und ich sehe das immer ganz genau vor meinem geistigen Auge. Ich wäre gern mal dabei gewesen auf so einem Ball. Ich will eine Zeitmaschine haben. Also, Graciela, wo befinden wir uns? Wir befinden uns jetzt im Damensalon. Also hier konnten sich die Damen der feinen Gesellschaft während einer Festlichkeit zurückziehen
um mal ein bisschen Luft zu schnappen, sich ein bisschen niederzulassen, Champagner zu trinken, ein bisschen zu plaudern, zu lästern. Und wenn du dir jetzt mal das Mobiliar anschaust, das ist natürlich alles gelbe Seide, was wir hier sehen aus Frankreich, aus Lyon. Aber schau dir mal das Mobiliar an. Es ist recht breit und auch sehr, sehr niedrig. Warum so breit? Damit natürlich die Damen mit ihren weit ausladenden Kleidern vernünftig Platz nehmen konnten. Schau mal hier, das ist ein sogenanntes Ladies Bureau, ein Schreibpult einer Dame. Und wenn wir uns das mal anschauen, guck mal, wie klein und zierlich das ist, wie klein und zierlich auch die Dame war. Ja. Die hier irgendwann mal gesessen hat, jeden Tag stundenlang und Briefe geschrieben hat, korrespondiert hat, weil früher hat man ja noch Briefe geschrieben. Wie romantisch ist das? Dann natürlich mit Stil und mit Reisetruhen. Natürlich nicht mit einer, das ist ja ganz klar. Mit ganz, ganz vielen Reisetruhen in verschiedenen Größen. Das ist jetzt nur ein kleines Modell. Vielleicht wurden da Toilettenartikel drin aufbewahrt oder auch Schmuck oder sowas. Aber heute, da schläft unser Schlossgespenst drin. Ja. Unser Schlossgespenst heißt Heinrich und der lebt hier in dieser... Der schläft. Tagsüber schläft der kommt nur abends raus, wenn es dunkel ist. Und wenn wir ganz leise sind, können wir mal reinschauen. Wollen wir mal reinschauen? Ja. Ist aber richtig süß. Wir sind im weißen Saal hier, schau mal. Und den nennen wir natürlich so aufgrund der weißen Stuckdecke über unseren Köpfen. Schau mal, original erhalten. Über 300 Jahre alt, was wir hier sehen. Und ganz klar im Stil des Barock. Dieser Saal wurde schon seit jeher als Empfangssaal benutzt. Wenn die Grafen oder Fürsten wichtige Gäste hatten, wurden die hier empfangen. Hier haben wir die wahrscheinlich berühmteste Persönlichkeit des Hauses Schaumburg-Lippe. Das ist Graf Wilhelm. Hat große Siege errungen im Siebenjährigen Krieg. Aber seine größte Errungenschaft ist sicherlich, er gilt als Retter Portugals. Also ohne seine Hilfe sehe die iberische Halbinsel heute ganz anders aus. Und du kannst dir vorstellen, der portugiesische König, ne? Der war unglaublich dankbar ob dieser Rettung. Und der schenkte unserem Graf Wilhelm 6 von diesen Miniaturkanonen aus purem Gold. Und weißt du, was er noch gemacht hat? Er hat die erste Schokoladenfabrik in Deutschland bauen lassen. Und wir reden hier so von 1765, also schon lange her. Und ich sage auch jeden Tag noch Danke, wenn ich hier dran vorbeikomme. Also ist die deutsche Willy Wonka. Ja, genau, der deutsche Willy Wonka, kann man so sagen. Ragazzi, ma qua fa ancora più freddo. Sì. Sì. Ja gut, hier im Gobelin-Saal befinden wir uns übrigens. Warum heißt der so? Aufgrund der Gobelin-Wandteppiche, die hier ringsherum aufgehängt sind. Hier siehst du sie. Und hier im Gobelin-Saal befinden sich wirklich viele Kunstexponate, die die fürstliche Familie schon seit vielen, vielen Jahrhunderten sammelt. Aber ganz toll natürlich hier unsere Prinzessinnenstühle. Komm mal mit. Das ist eine bezaubernde Tradition des Hauses. Und zwar die Tradition wollte es so, dass jede Prinzessin in ihrem Verlobungsjahr einen Stuhl bestickt. Grundvoraussetzung war natürlich, ich zeige dir das mal, der Name der Prinzessin, der musste drauf. Dann ganz, ganz wichtig, das Wappen des Hauses Schaumburg-Lippe und das Wappen aus dem Hause, aus dem sie stammte oder in das sie einheiraten wollte. Ich setze noch einen drauf und ich zeige dir das Highlight hier bei uns auf Schloss Bückeburg. Bist du bereit? Ja. Für den goldenen Saal? Geht los. Herzlich willkommen. È proprio bello, 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 bellissimo. Jetzt schau mal, der goldene Saal, der war wirklich über Jahrhunderte der wichtigste Raum im ganzen Schloss. Hier hat alles stattgefunden. Zusammenkünfte, Hochzeiten, Theateraufführungen, Musikdarbietungen. Hier wurde Audienz gehalten. Also hier stand der Fürst wirklich vor der Götterpforte, hat Audienz gehalten und ich stelle mir immer vor, das muss ein Anblick gewesen sein, da hatte man Ehrfurcht, wenn man dann in diesen Raum kam. Das muss wirklich ganz gewaltig gewesen sein. Und der goldene Saal, ganz klar im Zeichen des Manierismus. Und das Highlight, wie sollte es anders sein, die berühmte Götterpforte. Ja. Vollgepackt mit römischer Mythologie. Guck mal, links haben wir den Kriegsgott Mars. Und ganz oben in der Mitte, da sehen wir einen kleinen Nackedei. Das ist der Merkur, ganz genau, hast du gleich erkannt.
Ja, bevor wir eintreten, das Türschloss, guck dir das mal an. Das ist Handwerkskunst vom Allerfeinsten, oder? Das Schloss ist über 400 Jahre alt, original erhalten und voll funktionstüchtig. Das Einzige, schau mal, was nicht mehr original ist, das ist der Schlüssel. Denn dafür hier ist nur noch eine Kopie, weil den Originalschlüssel, den hat man uns mal geklaut. Aber der Dieb, der bekam schlechtes Gewissen und hat kurz vor Weihnachten desselben Jahres den Schlüssel wieder zurückgeschickt mit der Post hier ins Schloss. Anonym. Und den Originalschlüssel, den haben wir hier im Schloss gut hinter Glas gesichert, damit hier keiner mehr auf doofe Gedanken kommt, weißt du? Ist das so? Aber jetzt, magst du mal reingucken? Ja, gerne. La cappella del castello risale al tardo Medioevo. Fu il conte Ernesto, circa 450 anni fa, a dare l'incarico a diversi artisti per un lussuoso restauro ispirato all'arte manierista. Nella sua gioventù, infatti, come la maggior parte dei giovani nobili di tutta Europa, viaggiò più volte in Italia durante il cosiddetto Grand Tour e rimase affascinato dall'arte italiana. Il risultato fu questa esplosione di colori e decorazioni dorate che possiamo ammirare ancora oggi, ma solo grazie al caso. Dopo la morte del conte Ernesto, cattolico, gli succedette il nipote Filippo, di religione calvinista, che fece rimuovere tutte le statue e gli ornamenti, imbiancando tutti gli affreschi. Solo alla fine del XIX secolo, dopo 240 anni, durante i lavori per l'installazione di un nuovo organo, furono scoperte le pitture murali nascoste sotto la calce, che vennero restaurate in un arco di 2 anni. Anche le sculture, che erano state messe in un deposito, ritrovarono la luce e vennero riposizionate secondo i piani storici. Così la cappella oggi appare come ai tempi del conte Ernesto. È una chiesa piccolina, bellissima, bellissima, bellissima. Bellissima. Ich glaube, wenn man das erste Mal hier reinkommt, dann staunt man nicht schlecht, oder? Das hätte man jetzt von außen nicht so erwartet. Nein, auf keinen Fall ist es so eine Überraschung, Total. dass sowas hier steht. Siehst du da oben die 3 Fenster? Ah ja? Das ist die Fürstenloge, denn die Fürstenfamilie ist nach wie vor oder traditionell auch evangelisch reformiert und manchmal nimmt natürlich auch unser Fürst an einem Gottesdienst teil, also zu Weihnachten und zu Ostern, aber dann sitzt die Familie natürlich in der Fürstenloge und nicht hier unten auf den Bänken, wo wir gesessen haben. Da hat sonst auch niemand Zutritt, ist nur der fürstlichen Familie. Es gibt noch eine weitere Besonderheit hier in der Schlosskapelle, soll ich dir mal zeigen? Sehr gerne. Und zwar haben wir hier so kleine Messingsterne eingelassen in den über 400 Jahre alten Marmorfliesen. Siehst du? Und das mit den Messingsternen, ja, da gibt es eine Geschichte zu. Denn unter diesen Sternen befinden sich die Herzen einiger Familienmitglieder. Das nannte man Herzbestattung. Und die Idee dahinter war, dass man ganz, ganz fest daran glaubte, dass die Seele und die Persönlichkeit eines Menschen im Herzen lebt oder wohnt. Und so hat man nach dem Ableben eines geliebten Menschen das Herz entnommen und hier beigesetzt. Und du siehst die großen Sterne. Genau. Und hier es gibt eine kleine. Genau. Hier auch. Unter den großen sind Erwachsenenherzen bestattet und unter den kleinen Sternchen sind Kinderherzen bestattet. Naja, du weißt ja auch, die Kindersterblichkeit war brutal hoch seinerzeit und ja, so wurden dann hier die Herzen bestattet. Ja, der Leichnam kam dann anschließend in das Mausoleum in Stadthagen. Das ist so 20, 25 Kilometer von hier entfernt. Aber irgendwann baute man Anfang des 20. Jahrhunderts das große neue Mausoleum hier bei uns im Schlosspark. Aber unser Mausoleum ist das größte Mausoleum der Welt in Privatbesitz. Agli inizi del Novecento, poco distante dal castello, il principe Adolfo II fece costruire il mausoleo, che ad un primo sguardo ricorda il Pantheon a Roma. La facciata d'ingresso, in stile neoromanico, è in travertino italiano. Il pavimento della sala è realizzato in marmo rosso italiano e marmo verde greco. L'opera all'epoca costò più di 1 milione di marchi. All'interno, ad un'altezza di 25 metri, si trova la cupola,
decorata con il mosaico dorato più grande d'Europa, ben 500 metri quadri. I mosaici contengono 1400 diverse tonalità di colore. Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, un proiettile di un carro armato attraversò la cupola. Il buco nel mosaico del soffitto è ancora visibile oggi. Und jetzt, ich möchte gern wissen, wer wohnt heutzutage hier? Naja, unser Schloss, musst du wissen, ist nach wie vor oder befindet sich nach wie vor im Privatbesitz. Und ja, der Chef des Hauses, der Schlossherr sozusagen, das ist Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe. Und er lebt auch hier im Schloss mit seiner Familie, genauso wie seine Gemahlin, unsere Fürstin Makame. Und auch der Erbprinz Donatus hat hier seinen Hauptwohnsitz. Und das ist das Schöne hier bei uns im Schloss, denn wir sind kein staubtrockenes Museum, wie man das vielleicht aus anderen Häusern kennt. Nein, bei uns wird gelebt, hier ist richtig Leben in der Bude. Und das macht hier jeden Tag zu etwas ganz, ganz Besonderem. Ja, ist sehr lebendig und auch es gibt so verschiedene Aktivitäten. Wir haben zum einen natürlich ganzjährig geöffnet für Schlossführungen. Also wir führen hier viele, viele tausend Menschen jedes Jahr durch unser schönes Schloss mit wirklich guten Schlossführern, die richtig Spaß dabei haben. Perfekt. Und wann soll man das buchen? Also für eine Schlossführung kann man eigentlich relativ spontan vorbeikommen, sich vielleicht mal auf unserer Website über die Öffnungszeiten informieren oder mich mal gerne anrufen. Ich bin ja für den Besucherservice hier auf Schloss Bückeburg zuständig. Aber natürlich, ja, ganzjährig, aber auf keinen Fall die Landpartie im Sommer verpassen. Dieses Jahr unter dem Motto Portugal. Alles im Zeichen Portugals dieses Jahr. Sehr interessant. Und wenn jemand zum Beispiel so eine Hochzeit hier feiern möchte? Wir haben natürlich ein ganz eigenes Veranstaltungsbüro hier bei uns auf Schloss Bückeburg. Das sind 3 zauberhafte Kolleginnen von mir, die sich wirklich nur um die Vermietung unserer Räumlichkeiten kümmern und mit Rat und Tat zur Seite stehen, egal welche Art von Hochzeit sie feiern mögen. Natürlich hier ganz klar Prinzessinnen-Hochzeiten, immer gern gesehen und gern genommen. Aber nicht nur das, gerade hier im Festsaal, man kann diesen Festsaal mieten für alle möglichen Festivitäten. Hier finden Konzerte statt, klassische Konzerte, moderne Konzerte. Wir haben Großveranstaltungen wie die berühmte Landpartie im Sommer und auch den Weihnachtszauber im Winter. Also das heißt, ganzjährig sind wir hier zu besuchen und hier ist immer was los.